Schon wieder dieser Traum. Und schon wieder ein Gewitter. Ich glaube, ich sollte versuchen, noch ein bisschen zu schlafen. Morgen gibt es schon wieder viel zu tun. Komm doch raus! Traust dich ja nicht! Finola? Eine Sache verstehe ich noch immer nicht. Nun ja, warum Kaninchen? Das Kaninchen hat einen Hang zur Stille, wie ich. Es ist ein starkes Symbol für Fruchtbarkeit. Du wirst sehen, wenn die Häsinnen bereit sind, sich zu paaren, ist es noch genau ein Mond bis zum Beginn des Frühlings. Finola hat leider nichts von dem Tunnel gesagt, der zu den Männchen übergeht. Oh, da kommt wahrscheinlich jemand. Ehrwürdige Mutter? Alva, magst du nicht reinkommen auf einen Tee? Danke, das wird nicht nötig sein. Und was führt dich her? Etwas ist aus dem Gleichgewicht.
Ich habe schon solche und solche Jahre hier im Tal erlebt. Lange Winter, Dürren im Sommer, aber so etwas noch nie. Das Wetter ist viel zu feucht. Wenn es sich nicht einregnet, dann gewittert es. Fast jeden Abend. Wir haben keine 2 trockene Tage hintereinander. Ich habe so einen Sommer noch nie erlebt. Und was Ich sollte erinnere mich deiner- sehr wohl, dass die ehrwürdige Mutter Finola mehrfach gesagt hat, das Wetter ist, wie es ist, und Hexenmacht ist nicht dafür da, es zu ändern. Aber weise Worte werden diesem Dorf nicht helfen. Wenn es weiter so nass bleibt, dann verdirbt uns die Ernte, und wenn wir keine paar trockenen Tage am Stück bekommen, dann können wir kein Heu anbringen. Wenn wir kein Heu anbringen können, verhungert uns das Vieh im Winter. Und nicht nur die Rinder, auch die Pferde. Und die brauchen wir im Frühjahr, um die Felder zu bestellen. Bei allem Respekt vor der Weisheit einer Hexe, aber wenn sich nicht irgendetwas ändert, dann hungern wir diesen Winter. Und viele werden sterben. Denk darüber nach. Ich weiß, Evelyn. Keine Hexe sollte so vermessen sein, das Wetter ändern zu wollen. Aber was, wenn sie recht hat? Ich find's ja auch ungewöhnlich regnerisch. Was, wenn wirklich etwas aus dem Gleichgewicht ist? Und dann dieser Traum. Man träumt nie umsonst, nicht wahr? Vielleicht sollte ich der Sache auf den Grund gehen. Auf der Sturmzinne. Na, dann wollen wir mal. Na, du machst eine Pause? Cleona, was gibt's? Sagt dir der Name Sturmzinne etwas? Die Sturmzinne? Das ist eine hohe Klippe oder, besser gesagt, ein felsiger Hügel. Oben im Tal, schon fast in den Bergen. Und warum wird sie so genannt? Es ist ein alter Name. Ein Jäger hat mir mal eine Geschichte darüber erzählt. Er hat gesagt, dass ihr Gipfel Blitze anzieht. Aber ich habe da selber noch nie was Ungewöhnliches gesehen. Ich glaube auch nicht, dass der Grund für den Namen ist. Du kennst also den Weg dorthin, kannst du ihn mir beschreiben? Cleona, das sind 1,5 Tagesmärsche. Durch unwegsames Gelände. Wälder, Sümpfe, am Schluss noch Anstiege. Man kommt nicht einfach mal so zur Sturmzinne. Ich bin in meinem Leben schon manche Strecke marschiert, Rodan. Ich muss zu diesem Ort und ich wüsste nicht, warum das ein Problem sein sollte. Und noch weniger wüsste ich, was es dich angehen sollte. Cleona, warte, warte. Warte. Wenn du schon zur Sturmzinne gehst, dann nimm mich wenigstens als Führer mit. Wenn du unbedingt meinst, dass ich jemanden brauche, der auf mich aufpasst, dann sei morgen früh bei meiner Hütte, dann brechen wir auf. Morgen? Aber ich habe noch Schmiedearbeit und... Morgen früh also. In Ordnung. Gut, dann bis morgen.
Na, seid ihr bereit? Mhm. Auf geht's. Was ist das da für ein Berg? Das da hinten, das ist die Eiszacke. Und in welche Richtung liegt die Sturmzinne? Hinter diesem Hügel. Vielleicht noch einen guten Tagesmarsch. Sag mal, was ist eigentlich mit Alva? Was soll mit dir sein? Weiß nicht, sie wirkt immer so angespannt und scheint mit niemandem so richtig klarzukommen. Na, das hat wahrscheinlich mit Kiva zu tun. Mit ihrer blinden Zwillingsschwester? Mhm. Ich weiß nicht. Ich meine, mit Kiva habe ich mich am Beltane-Fest unterhalten. Ich meine, außer ihrem Aussehen haben die beiden doch kaum etwas gemeinsam. Das meine ich ja auch nicht. Aber Alva hat ihr halbes Leben damit zugebracht, auf ihre blinde Schwester aufzupassen. Und die andere Hälfte damit zu sehen, wie sich alle anderen um Kiva gekümmert haben, während sie alleine zurechtkommen musste. Ich finde, das gibt ihr das Recht auf ein paar Eigenarten. Rodan, ich denke, wir sollten uns unterstellen. Was meinst du? Ja,
Meinst du, du fängst zu irgendwas? Kann schon sein. Manchmal habe ich Glück. Du kommst aus dem Süden, nicht wahr? Ja. Du bist ganz schön jung für so eine große Verantwortung. Das Dorf, das Tal. Und du bist ganz schön alt für jemanden, der noch nicht verheiratet ist. Ich weiß nicht, Kleana, ob du die Erfahrung kennst, dass du jemanden triffst und einfach weißt, dass es die richtige ist. Ich weiß, wer diese Frau für mich ist. Was ist passiert? Sie wollte lieber einen anderen. Und ich wollte sie oder gar keine. Also habe ich gewartet, obwohl ich wusste, dass das eigentlich sinnlos ist. Ich habe gewartet und das hat mich blind gemacht. Und an einem so kleinen Ort gibt es nicht so viele andere Gelegenheiten. Der Fisch ist bald fertig. Wir sollten jetzt noch was essen und danach schlafen gehen. Es ist morgen noch ein ganzes Stück bis zur Sturmzinne. Das ist die Sturmzinne. Ja, ich weiß. Da wären wir.
kommen wir rauf? Gibt es auf der anderen Seite einen Weg? Im Dorf hieß es, dass du zur Sturmzinne willst, nicht, dass du auf die Sturmzinne willst. Was du hier siehst, ist der einzige Weg, der weiterführt. Wenn du wirklich zum Gipfel willst, müssen wir klettern. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein. Aber es kann ja nicht so schwer sein, oder? Wie man's nimmt. Also, ich kletter vor und sichere das Seil. Du kommst erst nach, wenn ich dich rufe. Du kannst dich notfalls am Seil festhalten. Aber eigentlich würde ich dir raten, dich nicht so sehr drauf zu verlassen. Was du machen musst, stattdessen versuchst du, einfach wo es geht, selber zu klettern, okay? Immer an 3 Punkten sicheren Halt haben. Jeweils eine Hand oder ein Fuß darf nach einem neuen Haltepunkt suchen. Und das Wichtigste, nicht nach unten schauen. Verstanden? Natürlich, ich bin auch kein kleines Kind. Na dann. Cleona, du kannst nachkommen. So. Die erste Etappe wäre geschafft. Wie weit ist es noch? Noch ein gutes Stück. Also, gehen wir es wieder an.
Das letzte Stück ist nicht mehr so steil, Cleona. Ich sichere noch das Seil und dann kannst du nachkommen. Du kannst kommen. Ist etwas? Merkst du das nicht? Was? Dieser Ort. Irgendwas ist hier. Ach, ist nicht so wichtig. Ich werde mich mit den Mächten dieses Ortes auseinandersetzen. Es kann eine Weile dauern. Vielleicht wird es so aussehen, als ob ich reglos in einem Kreis stehe. Oder kniee. Erstarrt und mit geschlossenen Augen. Aber was auch immer passiert, Rordan, überschreite den Kreis nicht. Auf keinen Fall. Egal wie es aussieht. Mächte des Windes, kleidet mich in die Anderswelt. Wer bist du? Du bist also gekommen. Du Verräterin an der Berufung einer Hexe, die die Arbeit einer anderen Verräterin fortsetzt, die sich die Verantwortung für dieses Tal anmaßt. Das Tal ist meine Verantwortung. Dann sieh zu, wie du die Sturmreiter davon überzeugst. Was?
Cleona. Cleona, wach auf. Sag doch was. Cleona. Was genau an überschreite den Kreis nicht? Hast du nicht verstanden? Verzeih, Cleona. Es sah so aus, als wärst du in Gefahr gewesen. Wenn das nicht der Fall war, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Seit wann hat ein Schmiedegehilfe das nötige Wissen, um über magische Arbeit zu entscheiden? Es tut mir leid. Verzeih, Cleona. Es ist noch nicht vorbei. Es muss noch etwas getan werden und du kannst mir helfen. Die Sturmzinne ist ein Ort der Kraft, wo die Elementarwesen der Luft weilen. Jemand hat hier Magie gewirkt, um ihren Zorn zu erregen. Aber solche Magie kann nicht einfach so getan werden. Sie benötigt einen Träger. Hilf mir, diese Runen zu finden. Sie können in Stein gemeißelt sein, sie können aus Stroh gefertigt sein, aber sie müssen irgendwo hier zu finden sein. Und wenn dir dein Leben lieb ist, Rordan, dann hör diesmal auf mich und fass die Runen nicht an, wenn du sie findest. Egal wie sehr dir der Sinn danach steht. Ja, Cleona. Rordan, Ja? es sind Stöcke, die mit Gras zusammengebunden sind. Cleona, hier ist die andere. Jetzt? Ich denke, wir müssen bald absteigen. Wir müssen sie verbrennen und die Asche in alle Winde zerstreuen.
Jordan, Ja? bist du das? Ja, Kiva. Setz dich doch. Wann seid ihr zurückgekommen? Vor 2 Tagen. Wie ich sehe, war eure Reise erfolgreich. Wie man's nennt. Ich musste eine ganze Weile reden, um dem Meister zu erklären, warum ich einen Tag später gekommen bin, als ich's ursprünglich gesagt hatte. Aber ich kann ja eine Hexe schlecht zur Eile drängen. Ja, das wäre nicht klug. Das war jedenfalls das letzte Mal, dass ich mich mit dieser Hexe eingelassen habe. 3 Tage von meiner Arbeit, kein Wort des Dankes, stattdessen nur Tadel, was ich ihr alles nicht recht machen konnte. Soll's das nächste Mal jemand anders machen. Ich hab genug. Aber du weißt doch, eine Hexe kann niemandem danken. Und sie kann auch nicht in irgendjemandes Schuld stehen. Das geht nicht. Hm. Hat Finola sich jemals bedankt? Oder eine Gelegenheit ausgelassen, jemand zu tadeln? Nee, Und wenn es sein muss, wirst du ihr wieder helfen. wahrscheinlich hast du recht. Aber ich muss sie ja nicht mögen, oder? Ich weiß, Evelyn. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er mich gerettet hat. Ich wusste nicht, wie ich wieder rauskommen soll. Es war notwendig, weißt du? Eine Hexe muss respektiert werden. Und eine Hexe, die so dumme Fehler begeht und sich vom Büttel des Dorfs retten lässt, die respektiert keiner. Und das ist für niemanden gut. Eine andere Hexe muss diesen Zauber gewirkt haben. Und ich habe keine Ahnung, warum. Aber ich fürchte, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich ihr begegnet bin.